Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um Merkle Trees und auch darum, wie wir aus EUF1 NACMA sicheren Verfahren EUF-Q mal sichere Verfahren machen. Also quasi beliebig oft sichere Verfahren, solange Q hoch genug ist. Ein EUF1 sicheres Verfahren, zum Beispiel unsere RSA-Einmalsignaturen oder das Verfahren hier, was auf D-Log basiert hatte, habe ich schon vorgestellt. Heute geht es, wie gesagt, darum, erstmal, was Merkle Trees sind und wie wir daraus ein Verfahren bauen können, das eben dann Q mal sicher ist und nicht nur einmal sicher. Weil einmal sicher ist ein bisschen doof, da muss man sich jedes Mal einen neuen Public Key ziehen, das ist ein bisschen umständlich. Mit Q mal ist es schon deutlich besser. Wenn wir Q hoch genug machen, dann ist es unendlich mal sicher, also nicht tatsächlich unendlich mal sicher, aber sagen wir mal 1024 Nachrichten kann man signieren und dann holt man sich halt einen neuen Public Key. Das kann man tatsächlich übrigens einstellen in den meisten Softwares, die man benutzt. Wie lange soll denn dieses Ding noch gültig sein? Wann soll der Schlüssel auslaufen zum Beispiel? Okay, jetzt fangen wir einfach mal an. Für dieses Verfahren brauchen wir gewisse Public Keys und zwar nicht gerade wenig, nämlich insgesamt Q Public Keys, was ein bisschen ineffizient ist. Deswegen wollen wir die ein bisschen besser reinpacken. Ich habe doch jetzt das gerade kopiert. Warum macht es das denn jetzt so? Also sagen wir PK Q. Also insgesamt Q Public Keys brauchen wir. In unserem Fall, ich habe es hier schon mal einen kleinen Baum aufgemalt, in unserem Fall haben wir hier 8 in der untersten Ebene, also 2 hoch 3. Ihr seht, das Ganze muss immer eine Zweierpotenz sein, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und 2 hoch 3. Wir haben hier also dann am Ende 8 Public Keys. Wir machen das jetzt mal in einem konkreten Beispiel. Und wir definieren uns unsere H von TI bzw. HJI. Sagen wir einfach, das ist H3, weil 0, 1, 2, 3, also die dritte Stufe sozusagen, 3, 1, das wäre dann H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, das wäre H21, H22, H23, H24 und H11, H12 und H01. Das ist sozusagen dann am Ende unser Ziel. Nur so, dass wir vom selben Zeug reden. Also die Dinge einfach immer durchnummerieren. Okay. So, und was wir jetzt hier reinschreiben, ist folgendes. Ich mache das Ganze jetzt übrigens nur mal für den linken Teilbaum. Für den rechten Teilbaum dürft ihr es dann gerne selber machen. H von PK1. Also von unserem Public Key, von unserem ersten Public Key. Hier kommt das Ganze vom zweiten Public Key rein, hier vom dritten Public Key und hier vom vierten. Und natürlich geht es dann ganz normal weiter. So, und was bekomme ich jetzt hier in diese Dinger rein, beziehungsweise hier oben? Naja, da sagen wir ganz einfach, ich hätte gerne meinen Hashwert H von, so und jetzt Achtung, ich benutze diese kleinen H-Notation. Das hier war zur Erinnerung H31, ja? Also sage ich hier, ich hätte gerne meinen Hashwert von H31 drin, aber direkt hinten dran, also ich stopfe quasi das Ganze in einen String rein, ich konkateniere die sozusagen, ich hänge es einfach hintereinander. Hinten dran kommt noch H32, denn ich möchte ja am Ende möglichst den Baum verkleinern und nicht gleich groß halten, sonst bringt mir das Ganze nichts. Das heißt, ich baue mir hier erstmal eine neue Nachricht aus meinen beiden Hashwerten von diesen Knoten hier und stopfe die sozusagen nochmal in meine selbe Hash-Funktion rein, bekomme dann den Hash von meinem Hash und ja, habe hier den neuen Hashwert berechnet. Dasselbe mache ich hier drüben. Hier stopfe ich allerdings logischerweise nicht H31 und H32 rein, sondern H33 und H34. Also diese beiden hier unten. Den von HPK3 und den von HPK4. So, und das ist jetzt mein H21 und mein H22. Okay, hier mache ich natürlich genau dasselbe. Ich sage H von, eigentlich könnte ich das Ganze kopieren. H von H21 und H von 22. Also den hier direkt gefolgt von dem hier, also quasi die Nachricht, die beiden hintereinander gehängt, die stopfe ich hier rein. So, das ist jetzt mein H11 und hier hätte ich jetzt theoretisch mein H12 stehen. Und hier oben, das ist jetzt tatsächlich mein Public Key von meinem Verfahren, von meinem Q mal sicheren Verfahren. Das Ding nennt sich jetzt, oder ist der Hashwert von H11, also dem linken, was wir hier ausgefüllt haben, und H12, also dem rechten, was wir noch nicht ausgefüllt haben, diesem Knubbel hier.
das ist jetzt mein Public Key von meinem Verfahren. Und so funktionieren im Prinzip auch Merkle Trees. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Geier soll ich jetzt aus diesem Public Key auch nur irgendwas rausbekommen? Naja, ich habe ja die Annahme, dass meine Hash-Funktion kollisionsresistent ist. Das heißt, ich kann erstens mal, wenn ich hier den Hash-Wert von zum Beispiel PK2 irgendwo hinschicke, dann kann ich PK2 nicht ausrechnen. Das ist schon mal das eine, es sind Einwegfunktionen. Aber zum anderen kann ich auch nicht einen Public Key finden, also sagen wir mal einen PKI oder PK50, der genauso denselben Hashwert hat wie mein PK2, wenn ich jetzt diesen Hashwert hier gegeben habe. Das geht nicht, weil die Hash-Funktion sonst nicht kollisionsresistent wäre. So, das ist quasi meine große Annahme, auf der diese Merkle Trees beruhen. Und was ich jetzt mache ist, ich signiere eine Nachricht, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, zum Beispiel die erste Nachricht. Wir machen das jetzt einfach mal mit der ersten Nachricht. Okay, ich signiere die Nachricht mit diesem Dings hier. Und was ich jetzt übermittle, ist mein Public Key, den hier. Den schicke ich jetzt tatsächlich im Klartext mit. Also mit dem habe ich ja signiert, das ist mein Public Key. Der muss irgendwie zum Empfänger kommen, sonst kann der nichts überprüfen. Diesen Public Key, den schicke ich. Gleichzeitig übermittle ich aber den Co-Pfad von meinem Public Key. Das bedeutet, ich übermittle nicht den Public Key 2 mit, sonst könnte ich ja gleich sonst hätte ich mein Verfahren quasi schon offengelegt. Ich übermittle also nur den Public Key, den Hashwert von dem Public Key 2. Daraus lässt sich dann das hier berechnen. Das heißt, der andere kann sich diesen Hashwert hier wieder berechnen. Ich mache das mal türkis jetzt. Und was ich auch noch übermittle, ist dann diesen Public Key hier. Ups, das war das falsche Grün. So, ich übermittle noch diesen Public Key. Daraus lässt sich dann der hier wieder berechnen. Und genauso übermittle ich dann eben diesen Public Key hier, den ich nicht mehr angegeben habe. Und es kann dieser Public Key hier oben berechnet werden. Also der Hashwert eigentlich, nicht Public Key, sondern Hashwert. Das heißt, ich übergebe den PK1 im Klartext. Der Hash kann sowieso berechnet werden, aber der Public Key wird zum Überprüfen benutzt. Gleichzeitig den Hashwert von Public Key 2 und den Hashwert von H33 und H34. Und aus den beiden hier kann der Empfänger das hier berechnen. Das bekommt er mitgeliefert, das heißt, er kann sich das hier berechnen. Das bekommt er mitgeliefert, das heißt, er kann sich das hier berechnen und kann dann am Ende überprüfen, ist der Hashwert, den ich hier bekommen habe, von H11 und H12, die hat er ja jetzt alle, also kann er das komplett berechnen, ist das gleich dem Public Key hier oben. Und so funktionieren im Prinzip die Merkle Trees. Ich übergebe sozusagen immer den Co-Pfad, also den Rest, den ich noch brauche, um alles bis hoch zum Public Key, zu dem öffentlichen Public Key wieder zu berechnen, damit der Empfänger prüfen kann, ist dieser Hashwert hier gleich diesem PK, den ich schon kenne. Das heißt, ist dieser Public Key hier tatsächlich gültig für den Empfänger? Und mit diesem Public Key von dem Einmal-Signaturverfahren kann dann entschlüsselt werden, beziehungsweise geprüft werden, nicht entschlüsselt werden, aber geprüft werden, ob das jetzt eine gültige Signatur ist. Dadurch mache ich meinen Public Key, also meinen echten Public Key, sehr, sehr klein, nämlich das ist der einzige Public Key, den ich wirklich öffentlich stellen muss. Und der ist jetzt einfach hier gerade mal, ja, ein einziger Hashwert. Der ist sehr, sehr energieeffizient, sage ich jetzt mal, und sehr praktisch auch zum Überschicken. Den muss ja auch jeder dann haben. Und in meine Signatur selber muss ich jetzt halt Log von der Tiefe, also in dem Fall 3, weitere Dinge reinpacken, nämlich immer den Copepfad 1, 2 und 3 muss ich reinpacken in den Copepfad, also durch den Copepfad eben, und einen Public Key mehr. Das heißt, ich muss im Endeffekt die Tiefe, also Log von dem Baum, Log von der Anzahl, Log Q, um genau zu sein, wir haben hier Q mal Signaturen, also mein Q ist 8. Das heißt, der Logarithmus davon, also Logarithmus von 8 zur Basis 2 wäre 3 plus 1, weil ich ja hier den Public Key von meinem Einmalverfahren sowieso noch nehmen muss. Gut, ja, das Ganze kann natürlich auch wieder auf Sicherheit überprüft werden, überlasse ich jetzt aber mal euch. Ich werde das jetzt hier nicht so ausführlich machen, weil es nicht so spannend ist und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Übung. Im Prinzip ist der Trick dabei, dass ihr das Ganze auf die Kollisionsresistenz von der Hash-Funktion zurückführt.
aber davon werden wir auch noch ein paar Beweise sehen, die vielleicht ein bisschen nicht so sperrig sind wie der hier. Ich mag den irgendwie nicht. Okay, dann war es das von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man aus Einmal-Signaturen Q-mal-Signaturen macht und was Merkle Trees sind, beziehungsweise wie man sie verwendet. Ja, lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!